Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. EU15 steht bereits in den Startlöchern und pünktlich dazu hat die SF-Taverne eine neue Klassen-Tierlist erstellt in Bezug auf jetzt das Druiden- und Dämonenjäger-Update und halt eben auch in Bezug, was ist die beste PvE-Klasse im Moment. Und das wollte ich euch auch natürlich nicht vorenthalten, denn ja, wenn die SF-Taverne irgendwo eine neue Grafik hochlädt, dann kann man davon ausgehen, dass das ja, bis ins Mark getestet worden ist, da wahrscheinlich zigtausende ja, Dungeon- bzw. Angriffssimulationen durchlaufen sind, um halt eben ja, eine handfeste Grafik dabei ja, rausfließen zu lassen. Und ja, kommt jetzt vielleicht im richtigen Augenblick, falls ihr noch nicht ganz genau wisst, für EU15, ja, für welche Klasse ihr euch nun entscheidet. Ich meine, das, was wir hier sehen, das ist natürlich eine grobe Richtung, aber natürlich keine Grundlage aufgrund dessen, welche Klasse ihr jetzt nehmen solltet. Bevor ich euch jetzt diese Grafik nochmal kurz teile, weil ich, wie gesagt, ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten möchte, sei dazu nochmal gesagt, wenn die Frage kommt, ey, welche Klasse sollte ich am besten spielen? Was ist da deine Meinung? Welche Klasse ja, ist da am besten irgendwie? Und da kann ich euch direkt die Frage schon mal vorwegnehmen. Es ist keine Klasse, die jetzt so in dem Sinne am besten ist. Ihr müsst für euch selbst immer gucken, welche Klasse euch am meisten gefällt. Denn es bringt nichts, wenn ihr eine Klasse nehmt, die augenscheinlich in einer Tierlist am besten abschneidet, wenn euch die Klasse so von ihrem Set und was die Klasse kann, vom Grunde her überhaupt so gar nicht gefällt. Ja? Was bringt es euch, wenn ihr augenscheinlich die stärkste Klasse nehmt und nach 1-2 Jahren sagt, okay, ich bin jetzt zwar hier vielleicht ein bisschen weiter vorne als meine Kontrahenten, aber mir macht die Klasse an sich überhaupt keinen Spaß. Dann habt ihr gar nichts gewonnen. Ich empfehle euch immer, geht auf einen random Server, probiert jede Klasse einmal kurz durch, ja, spielt die 1-2 Tage, was weiß ich, guckt, ob euch das Set bzw. die Fähigkeiten, was die Klasse so drauf hat, ob die euch ja, gefallen, guckt YouTube-Videos dazu oder irgendwelche anderen Informationen, holt euch Infos zu der Klasse, ob euch das gefallen könnte und dann könnt ihr euch daraufhin entscheiden, okay, die Klasse gefällt mir am besten, das habe ich vor, lange durchzuziehen, lange zu spielen und das sollte die Grundlage dafür sein, eine Klassenauswahl zu treffen und nicht, welche Klasse ist jetzt irgendwie am besten. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz vorweg sagen, bevor ihr ja, da auf jeden Fall drauf zu sprechen kommt. Und zwar ist das hier jetzt die folgende Grafik. Ja, wir haben jetzt hier eine Grafik, das ist vom 13.09., also gestern gerade frisch erstellt hier die Grafik, eine PvE-Klassentierlist. Also das ist jetzt keine PvP-Tierlist, sondern rein auf das PvE bezogen. Und hier haben wir jetzt alle Klassen einkategorisiert in 3 unterschiedliche Ranglisten bzw. ja, Wertungen. Und da haben wir einmal in der A-Tierlist den Assassinen, den Dämonenjäger, den Berserker und den Kundschafter. Was mich verwundert tatsächlich, weil ich hätte persönlich gedacht, dass der Nekromant auch noch in die A-Klasse mit reinkommen würde, weil er halt eben ja auch sehr volatil sein kann, aber gut, er kann natürlich auch viel Schaden in den Dungeons raushauen. Es müssen aber die richtigen Konstellationen erstmal zustande kommen. Also ich würde sagen, auch von den Klassen, die hier oben sind, klar, eine Klasse muss erstmal random sein, um halt eben eine gewisse Schadensspanne aufbauen zu können. Das geht bei Klassen, die nicht random sind, halt eher weniger. Deswegen sehen wir zum Beispiel Krieger und Kampfmagier hier so weit unten, weil das Potenzial gar nicht da ist. Die sind halt eben nicht volatil, die sind sehr konstant. Der Nekromant ist eine Klasse, die ziemlich inkonstant ist. Es muss erstmal eine 50% Chance da sein, dass er überhaupt eine Fähigkeit beschwört. Ja, genauso wie beim Kundschafter eine 50% Chance, dass er ausweicht. So, dann das muss erstmal erfüllt sein. 50% überhaupt erstmal eine Fähigkeit beschwören. Dann hat er eine 1:3 Chance,
die richtige Fähigkeit auszusuchen und ihr wollt natürlich immer hier diese Bestie haben. Hier, ich habe vergessen, wie die heißt, aber die halt hier den krassen Crit raushaut. Also ihr wollt nicht das Meat-Schild haben und ihr wollt auch noch nicht die Skelette haben, ihr wollt das Hound, so heißt das. Das Hound wollt ihr haben. So, also erstmal 50% überhaupt eine Fähigkeit, dann eine 1:3 Chance, dass die richtige Fähigkeit beschworen wird und diese muss dann auch noch treffen und im besten Falle auch noch critten. Ja, also ihr könnt von der Hand abzählen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das eben der Fall ist und deswegen wahrscheinlich auch in B-Tier eingeordnet, würde ich jetzt so sagen. Ja, dazu ist noch zu sagen, dass hier der Assassine noch tatsächlich vor den Dämonenjäger und Bersi und Kundschafter kommt und der Assassine ist die teuerste Klasse, halt eben sehr nervig aufgrund von 2 Waffen. Und der Assassine ist auch nur dann besser als der Dämonenjäger, Berserker und Kundschafter, wenn er 2 gute Waffen hat. Ja? Also ich würde sogar sagen, dass der Assassine, ihr könnt mich auch berichtigen, falls das falsch ist, nachher im Late Game auch eine sehr gute Klasse ist. Sie ist zwar in dem Sinne ein bisschen inkonstanter als jetzt zum Beispiel ein Krieger oder ein Kampfmagier oder so als Beispiel, ne? Aber von denen, die hier oben sind, aufgrund dieser 2 Waffen eventuell sogar noch ein bisschen, sag ich mal, konstanter als halt eben ein Dämonenjäger, der halt eben auf seine Fähigkeit sich ausruht oder ein Berserker, wo das der gleiche Fall ist, so, ne? Oder ein Kundschafter sogar. Ich meine, Assassine, Kundschafter kann man wohl am ehesten vergleichen, weil die 50-50 auch so ausweichenmäßig, ne? Aber hier haben wir zweimal einen etwas geringeren Schaden und hier einmal einen etwas größeren Schaden, sag ich mal, ne? Weil hier wird zweimal angegriffen, hier halt einmal beim Kundi und ich würde sagen, wenn da halt eben der Treffer nicht landet oder geblockt oder ausgewichen wird, hat man halt ein größeres Problem, als wenn hier ein Treffer nicht landen würde. So, da halt eben noch ein zweiter Angriff stattfindet. Deswegen auch im Assassine im Late Game auch, würde ich persönlich sagen, stärker noch, beziehungsweise besser zu empfinden als der Kundschafter. Aber das sind jetzt nur Mutmaßungen, kann ich jetzt nicht ganz genau belegen. Natürlich ist jetzt nur so meine Sichtweise auf die Dinge. Eventuell liege ich damit richtig, vielleicht aber auch nicht. Ja, so, das auf jeden Fall dazu. Dann im PvE-Bereich B-Tier haben wir den Nekromanten, den Barden, den Druiden und den Magier auf einer Stufe. Average Dungeons compared to Kundschafter. Ja, also den Necro, Bade, Bade, Druide und Magier. Ja, das sind halt eben noch Klassen, die in einer gewissen Art und Weise einen Random-Faktor innehaben. Eben gerade schon erklärt beim Nekromanten. Der kann auch ordentlich austeilen in den Dungeons, ist nur ein bisschen schwieriger. Genauso wie beim Magier. Gut, der kann zwar nicht ausweichen, der kann auch nicht großartig irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder sowas. Der negiert zwar alle Fähigkeiten der Gegner, dadurch sind die Kämpfe auch ziemlich schnell vorbei, aber dadurch, dass er halt so viel Schaden macht, ja, ruht er sich halt eben auf seinen Crits aus. Wenn der Magier eine Waffe hat mit einer sehr hohen Spanne rechts raus, dann kann der auch ziemlich random sein und halt auch guten Schaden anrichten. Und zu guter Letzt, ja, da haben wir hier 2 Klassen auf dem C-Tier. Das ist halt eben der Krieger und der Battle Mage. Und es ist halt eben, ja, schön zu sehen, sag ich mal in dem Sinne, weil auf der C-Tier-Liste sind 2 meiner 3 Main-Klassen einfach mal abgebildet, so, ne? Und das hat halt eben nichts großartig hier zu heißen, welche Klasse jetzt in welches Tier hier reinkommt. Hier steht halt eben als Info dazu, both are slower progress-wise, also beide sind halt eben langsamer im Fortschritt, schlecht im PvE, weil sie halt eben eine geringe Volatilität aufweisen und es sind halt eben auch relativ gleichgestellt, so, ne? Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil sowohl mir persönlich, der Krieger, als auch der Battle Mage machen mir ultra viel Spaß. Ja, gerade auch beim Battle Mage muss ich sagen, man muss es halt mögen. So, ne? Und das meine ich halt damit, richtet euch bitte nicht so, wenn ihr irgendwo auf YouTube oder irgendwo anders solche Tierlisten seht, ja. Richtet euch da bitte nicht so nach und nehmt das nicht so für, ja, ne, dass das jetzt hier
dass das jetzt hier das Magnum Opus ist, dass ihr jetzt einen Assassinen nehmen müsst oder so, als Beispiel. Der Assassine kann halt eben auch sehr nervig sein, wenn ihr halt eben immer 2 gute Waffen equipped haben wollt. So als Randinformation, sehr wichtig, würde ich nochmal darauf hinweisen, steht hier unten nochmal, PvE ist wichtiger als PvP. A steht für eine C-Tier-Klasse kann eine A-Tier-Klasse outperformen, ja, wenn sie halt eben signifikant mehr bezahlt, beziehungsweise halt eben auch besser spielt. Zählt halt beides dazu. Die Klassenwahl ist nicht so wichtig für Free-to-Play-Spieler. Der Abstand zwischen den Klassen ist nicht so groß und beziehungsweise nicht so ausschlaggebend. Gerade bezogen auf Free-to-Play-Spieler sollten das noch weniger das Ganze hier ernst nehmen. Das ist dann mehr so für die Pilzer wahrscheinlich dann auch gedacht. Und am Ende des Tages ist der Unterschied aber nicht so extrem groß. Ja? Es ist die Zeitspanne, die dabei eine deutlich höhere Rolle spielt. Und da kann man hier eben halt auch hinten raus sehr viel noch rausholen, sag ich mal. Und ja, das ist auf jeden Fall die PvE-Liste. Es gibt noch eine alte Klassentierlist. Das ist keine PvP-Tierlist, das ist einfach nur eine Klassentierlist. Die ist aber noch alt. Und die ist, glaube ich, auch noch nicht überarbeitet. Ich würde mir wünschen, wenn da eines Tages, die ist vom 23.11. hier, wenn da eines Tages das Ganze nochmal angepackt wird, beziehungsweise vielleicht wird das gerade im Hintergrund ausgewertet, weil ja der Dämonenjäger überarbeitet worden ist und der Druide, bin ich gespannt, wie halt eben bei dieser Tierlist das Ranking jetzt mittlerweile aussieht, weil wie gesagt, das ja, kann natürlich jetzt nach dem Nerf für den DH oder für den Buff für den Druiden jetzt auch nochmal anders aussehen, ja, und auch wie gesagt hier bei dieser Tierlist genau das gleiche. Beruft euch bitte nicht so darauf, ja, welche Klasse jetzt hier komplett broken ist, weil ihr seht ja auch in Zukunft, man kann nie wissen, die Zukunft ist ungewiss. Es kann ja auch immer sein, dass gewisse Klassen nochmal überarbeitet oder angepackt werden und dann ist die Klasse vielleicht ja nicht mehr ganz so geil wie ja, das, was ihr heute halt eben euch auch am Anfang rausgesucht habt, und deswegen am Ende des Tages kann euch das egal sein, ob eure Klasse besser oder schlechter wird. Wenn ihr Spaß an eurer Klasse habt, dann habt ihr gewonnen. Ja? Und das wollte ich eben heute euch nur noch mal mit auf den Weg geben. Und genau, das erstmal soweit dazu. Ja, vielleicht konnte ich euch damit so ein klein wenig unter die Arme greifen in Bezug auf die Klassenauswahl für den nächsten Server EU15. Wie gesagt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Testet das Ganze mal durch. Welche Klasse taugt euch am meisten? Seid ihr, also ich kann euch das nur so sagen, wie ich meine Klassenauswahl damals, mein Magier, wie ich den damals ausgewählt habe. Damals gab es ja nur 3 Klassen, den Krieger, Magier und Kundschafter, so das simple Schere, Stein, Papier-Prinzip, hat man so gesagt, ja. Und da ich in anderen Games, in MMORPGs oder sowas, mich auch immer die ja, Magier, die Zaubersprüche und sowas fasziniert haben und jetzt ich da nie so der Pfeil- und Bogentyp war oder der großartige Tank, ja, der Krieger, der jetzt so auf Nahkampf gegangen ist, sondern eher so mit meinen Zaubersprüchen und Feuerbällen rumhantiert habe, so, ne, das mochte ich halt in anderen Games sehr gerne und auf Grundlage dessen habe ich mich auch in diesem Game für den Magier halt entschieden und ich bereue meine Wahl bis heute nicht. Bin da immer noch sehr zufrieden mit, dass der Main mein Magier ist oder der Magier mein Main ist so, ne? Und deswegen macht das davon abhängig und nicht von irgendwelchen anderen Faktoren oder Tierlisten oder so. Das ist eine nette Unterstützung, ne? Kann euch auch irgendwo ein bisschen helfen, dabei eure Klasse auszusuchen, aber sollte nicht wirklich eine Grundlage dafür sein, sondern halt eben das, was ihr gerne am liebsten spielen wollt. So, ne? Genau, das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.